Hallo zusammen, heute erkläre ich, wie ich den Markt mit Hilfe der technischen Analyse analysiere und zeige alles in der Grafiken. Viel Spaß beim Anschauen! Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich Ihnen eine großartige Strategie, um mit binären Optionen Geld zu verdienen. Sie beinhalten die Verwendung einer Kombination von zwei Indikatoren. Diese Strategie wird es Ihnen ermöglichen, die perfekten Einstiegspunkte zu finden. Ich empfehle Ihnen dieses Video sorgfältig und bis zum anschauen. Denn nachdem Sie das Video gesehen haben, werden Sie in der Lage, ein stabiles Geld mit dem Handel auf eigene Faust zu verdienen. Der Link zu dem Broker bei dem ich handle ist in der Beschreibung. Viel Spaß beim Anschauen. Also, nun fügen wir gleich die beiden Indikatoren hinzu, die wir heute verwenden werden. In der unteren Ecke gehen wir auf diese Registerkarte und der erste Indikator ist Bollinger Band. Legen Sie ihn an und belassen Sie Grundeinstellungen. Der nächste Indikator ist die Stochastik. Klicken Sie ihn ebenfalls an und lassen Sie Grundeinstellungen stehen. Sehen wir uns nun an, wie man mit dieser Strategie handelt. Also in dieser Strategie verwenden wir zwei Indikatoren. Das erste Indikator ist Bollinger Bands. Er zeigt uns eine bestimmte Spanne an, innerhalb derer sich der Preis bewegt. Unsere Aufgabe ist es, die Moment abzuwarten, in dem der Preis an eine der Grenzen dieser Spanne kommt. Diese Grenzen sind für uns Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das Widerstandsniveau befindet sich an der Spitze und von dort aus eröffnen wir ein Geschäft nach unten. Und das Unterstützungsniveau befindet sich an der Unterseite und von dort aus eröffnen wir ein Geschäft nach oben. Der Stochastikindikator hilft uns bei der Entscheidung, wann wir ein Geschäft eröffnen sollten. Der Stochastikindikator zeigt uns zwei Niveaus an. Das obere Niveau ist das überkaufte Niveau und das untere Niveau ist das überverkaufte Niveau. Wenn wir sehen, dass sich der Kurs an der oberen Grenze befindet und der Stochastikindikator im überkauften Bereich liegt, dann ist dies ein gutes Signal, um nach unten zu gehen. Das heißt, von diesem Niveau zurückzukehren. Wenn sich der Kurs nahe der unteren Grenze unseres Indikators befinden und die Stochastik im überverkauften Bereich liegt, ist dies ein gutes Signal, um zu steigen. Lassen Sie uns jetzt handeln und während des Handels werde ich Ihnen auch einige Tipps geben und gleich zu Beginn gebe ich Ihnen den ersten Tipp. Also, Sie sollten nur danach nach Situationen Ausschau halten, wenn Sie sehen, dass sich der Markt entweder in einem Aufwärtstrend, in einem Fall oder einem Seitwärtstrend befindet. Aber nicht, wenn wir einen starken Aufwärtstrend oder Abwärtstrend sehen. Der Grund dafür ist, dass wir bei einem solchen Bild, wie es jetzt auf der Grafik zu sehen ist, keine bestimmte Unterstützungs- und Widerstandsniveau haben. Lassen Sie uns nun nach Einstiegssituationen suchen. Und los geht's. Ich habe also die erste Einstiegssituation gefunden. Ich öffne ein Geschäft nach oben. Schauen wir mal, was wir hier sehen. In dieser Situation sehe ich erstens, dass der Kurs die untere Begrenzung unseres Indikators erreicht hat. Die untere Begrenzung dient uns also als eine bestimmte Unterstützungsebene, von der aus wir grundsätzlich nach oben handeln werden. Zur Bestätigung sehen wir auch, dass sich der Kurs in der überverkauften Zone der Stochastik befindet. Der überkaufte Bereich liegt an der unteren Grenze des Stochastikindikators. Dies ist eine Bestätigung dafür, dass jetzt ein Pullback stattfinden dürfte. Natürlich sollten wir nach bestätigenden Faktoren Ausschau halten, die unseren Einstiegspunkt bestätigen. In dieser Situation wird dieser bestätigende Faktor die Tatsache sein, dass wir ein weiteres lokales Unterstützungsniveau gibt, von dem aus es durchaus möglich ist, dass es einen Pullback gibt, denn ich sehe eine große Anzahl von Reaktionen auf diesem Niveau und diese Reaktionen bestätigen die Stärke des Niveaus. Es sind also buchstäblich nur noch 5 Sekunden bis zum Ende des Handels und ich denke, es wird ein solides Plus sein. Ausgezeichnet und wir nehmen den ersten Gewinn an. Das ist ein großartiges Ergebnis, glaube ich, und das ist genau die Art und Weise, wie wir handeln werden. Lassen Sie uns nach anderen Situationen Ausschau halten. Ich habe also eine weitere Situation gefunden, in der ich einen Handel auf der Oberseite eröffnen werde. Also, mein Handel ist offen. Mal sehen, was hier los ist. Also, in dieser Situation sehe ich, dass der Preis in einer bestimmten kleinen Seitwärtsbewegung ist und der Preis hat die untere Grenze unseres Indikators erreicht. Während wir uns dieser Grenze nähern, sehe ich, dass sich der Stochastikindikator in der überverkauften Zone befindet. Dies ist ein gutes Signal dafür, dass wir wahrscheinlich einen Pullback von diesem Niveau aus erleben werden. Als bestätigenden Faktoren
kann ich feststellen, dass wir von oben bestimmte Widerstandsniveaus haben, die der Preis anstreben kann. Und außerdem gab es in diesem Bereich, in dem sich der Kurs jetzt befindet, eine kleine Akkumulation. Dieser Akkumulationsbereich sagt uns, dass es in diesem Bereich durchaus einen starken Käufer geben haben könnte, da der Kurs nach dieser Akkumulation nach oben ging. Uns bleiben also noch 10 oder so Sekunden bis zum Ende des Handels. Ich erhöhe sofort den Betrag des Geschäfts, denn es ist durchaus möglich, dass das Geschäft mit einem Minus abgeschlossen wird. Also, mal sehen. Ich eröffne also den Handel. Apropos, lassen wir uns der Grafik vergrößern und sehen, was wir hier sehen. Wenn wir uns die letzte Kerze ansehen, die wir geschlossen haben, können wir uns ihre Struktur ansehen. Sie hat einen großen Schatten an der Unterseite und einen kleinen Körper. Das deutet darauf hin, dass der Preis wahrscheinlich steigen wird, weil es in diesem Bereich einen Käufer gibt, der den Preis nach oben treiben könnte. Und dieses Muster wird Doji genannt. Der Stochastikindikator befindet sich immer noch im überverkauften Bereich, was immer noch ein Signal für einen Rückschlag ist. Nun, ich denke, das ist ein starkes Plus und wir haben das Minus aus dem letzten Handel mit Hilfe unserer Überlappung mitgenommen und gleichzeitig einen kleinen Gewinn gemacht. Also tolles Ergebnis, machen wir weiter. Ich habe so eine andere Situation gefunden. Ich eröffne ein Geschäft nach unten. In dieser Situation sehe ich also, dass sich der Preis in einer gewissen Seitwärtsbewegung befindet und in dieser Situation kam er an die obere Grenze unseres Indikators. Diese Grenze ist für uns ein Widerstandsniveau und von ihr erwarte ich eine Abwärtsbewegung. Wenn wir den Stochastikindikator betrachten, befindet er sich im überkauften Bereich, was ein Abwärtssignal darstellt. Als bestätigende Faktoren kann ich feststellen, dass es eine Menge Reaktionen von der oberen Grenze gab. Dies bestätigt die Stärke dieses Niveaus und es könnte durchaus zu einem Pullback kommen. Während ich also sprach, haben wir bereits einen Handel mit Gewinn abgeschlossen. Das ist ein großartiges Ergebnis. Wir haben eine schöne Bewegung mit 2 Kerzenständern erwischt. Machen wir weiter. Ich habe jetzt eine andere Situation gefunden. Ich eröffne einen Aufwärtshandel. In dieser Situation ist alles ungefähr gleich. Diesmal ist der Preis an die untere Grenze unseres Indikators gekommen. Die untere Grenze ist für uns ein Unterstützungsniveau, von dem ich eine Aufwärtsbewegung erwarte. Werfen wir einen Blick auf die Stochastik. Es befindet sich im verkauften Bereich. Dies ist ein Signal für einen Anstieg. Als bestätigende Faktoren können wir feststellen, dass es hier ein bestimmtes Unterstützungsniveau gibt, von dem aus die Pullback-Bewegungen stattfinden können. Übrigens, wenn wir uns die Grafik ansehen, haben wir hier mehrere Gaps, die sich bei der Annäherung an die untere Grenze gebildet haben. Ein Gap oder Gap auf Englisch ist eine sehr große Spanne zwischen den Kerzen. Meistens überschneiden sich alle diese Gaps. Das Geschäft schließt also im Minus ab. Ich eröffne ein kompensierendes Geschäft von $1000. Wir sehen auch, dass sich hier eine Doji-Kerze gebildet hat. Eine Kerze mit einem großen Schatten an der Unterseite und einem kleinen Körper. Diese Kerze sagt uns, dass es in diesem Bereich einen eindeutigen Käufer gibt, der den Preis nach oben treiben wird. Wie Sie sehen, verwenden sich zusätzlich zu den Signalen den Indikator bestätigenden Faktoren. Es ist wichtig, sie zu verwenden, weil diese Faktoren uns Vertrauen in unseren Handel geben. Für mich sind diese Faktoren entweder Kerzenmuster oder bestimmte Niveaus. Ich empfehle Ihnen, sie ebenfalls zu verwenden. Das wird die Gewinnrate bei Ihren Geschäften erhöhen. Apropos, sehen Sie sich die schöne Bewegung an, die gerade stattfindet. Ich glaube, dass das Geschäft mit Gewinn schließen wird. Und in diesem Handel können wir einige Ergebnisse zusammenfassen. Also, sehen wir. Super, der Handel schließt im Plus. Lassen Sie uns ein wenig zusammenfassen. Wie Sie sehen können, konnten wir buchstäblich in wenigen Minuten unser Guthaben deutlich erhöhen. Das ist ein wirklich gutes Ergebnis. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie mit mir handeln würden. Übrigens werde ich heute eine kostenlose Handelssitzung abhalten, also bei der jeder von Ihnen meine Geschäfte kopieren und mir Geld verdienen können. Ich empfehle Ihnen, meinen Telegram-Kanal über den Link in der Beschreibung beizutreten und damit zu beginnen, echte stabiles Gewinne zu erzielen. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Tschüssi, wir sehen uns in meinem nächsten Video.